Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim zweiten Teil heute von der Frame-Off-Resto von der 69er. Wir fahren jetzt mal rüber zur Halle und ja, schauen wir uns das Auto mal an, was alles zu machen ist. Fahren wir mal mit der ZR1 hier. Das ist eine 91er und ja, die wird mich jetzt dahin bringen. So, ich bin in der Halle angekommen. Die Corvette steht noch da. Wo soll sie auch hin? Und ja, es geht jetzt los. Ich werde mir jetzt mal anschauen, wie Motor und Getriebe noch befestigt sind. Und ja, wir werfen mal einen Blick hier unter das Auto. So, ich stelle gerade die Kamera mal um. Mache auch mal Licht an. Also das erste, was ich hier sehe, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen. Der Wagen hat an der Vorderachse eine Querblattfeder. Das ist nicht original. Das sieht mir aus wie eine Bad Brakes and Products Feder. Auch die Dreieckslenker hier sind keine originalen Corvette Dreieckslenker. Also das heißt, die komplette Vorderachskonstruktion ist verändert. Der hat sowohl oben als auch unten andere Dreieckslenker. Und normalerweise sitzen ja hier die Schraubenfedern. Und diese Corvette hat hier eine Querblattfeder. In Kombination mit den Bilsteindämpfern. Ja, hier sieht man die Bremsanlage. Die hat sicherlich auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ja, das muss alles raus. Felgen sind auch ziemlich fertig. Ja, gehen wir mal weiter zum Motor. Der Anlasser, Fächerkrümmer, die sind auch nicht original. Hier die Abdeckung vom Flywheel fehlt. Hier sieht man die Rahmenkonstruktion. Der Rahmen sieht sehr massiv aus. Er scheint schon mal konserviert worden zu sein. Der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Im Gegensatz zum Rest. Hier auch keine Stauchung oder so von einem Frontschaden. Sieht alles, also rahmentechnisch ist gut. Hier fällt mir was auf. Da hat jemand Aluminium Body Mounts hingesetzt. Ich kenne das eigentlich nur auf den Gummifüßen. Also das scheint schon mal irgendwer gemacht zu haben.
Ja, hier sehen wir das Schaltgetriebe. Viergang-Schalter und auch das Getriebelager. Das Getriebelager sieht überraschenderweise noch intakt aus. Wenn auch ein bisschen in Spinnweben. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass das auch komplett hinüber ist. Aber das ist noch in Ordnung. Das muss auf jeden Fall gelöst werden, weil sonst kriegt man den Motor nicht raus. Das wird jetzt auch der erste Schritt sein, also Krümmer abschrauben und dann die Motorlager entfernen und auch das Getriebelager entfernen und dann die ganze Einheit hier mit dem Gabelstapler rausheben. So, gehen wir auch noch mal weiter. Also wie schon gesagt, Rahmen ist gut. Wir haben keinen Plattenrost hier im Rahmen. Das ist jetzt so auf den ersten Blick das einzig Positive, was ich zu dem Auto vermelden kann. Ja, auch hier an der Hinterachse. Auch nicht original. Kompositfeder. Müsste auch Wet Brakes and Products sein. Und auch Wet Brakes and Products Strut Rods mit Kugelgelenkaufnahmen. Ja, und hier ein Trailing Arm. Und auch hier eine Besonderheit, auch nicht original. Der Stabi mit Aftermarket Endlinks. Das ist nicht die Endlink-Befestigung vom GM Stabi. Es wird auch ein Wet Brakes and Products Stabi sein. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, sieht man sehr selten. In Kombi mit der Feder und vorne der Feder. Ja, hier auch hinten die Bremsanlage. Die Leitungen sind schon mal gemacht worden. Die Sättel kann man auf jeden Fall erneuern, das ist, kann ich jetzt schon sagen. Ja, Differential, undicht, Kreuzgelenke müssen auch alle neu. Allein schon aufgrund der langen Standzeit. Ansonsten auch hier, auch die Endspitzen vom Rahmen sind okay. Also kann man festhalten. Ah ja, hier scheint schon mal jemand die Kraftstoffleitung getauscht zu haben. Ja, von außen habe ich ja schon in der letzten Folge gezeigt. Reifen auch ein bisschen seltsam abgefahren. Gut, aber das wird wohl das kleinste Problem hier bei dem Auto. Hey, abonniere doch den Kanal. So, mir fällt gerade auf, hier hat auch noch jemand den kompletten Kabelbaum abgeschnitten. So, und ich fange jetzt an, die Motorlager alle abzumachen. Dann können wir nämlich den Motor rausheben. Die Motorlager sind am Block mit 3 Schrauben, mit den und der Schraube hier. So, auf der anderen Seite wird jetzt genauso das Motorlager auch gelöst. Und dann ist der Motor schon mal auf beiden Seiten frei. So, hier sind schon mal die Schrauben raus.
Und der Motor hängt frei. Dadurch, dass der aber hier ja in dem V sitzt, kann der nicht runterfallen. Und der nächste Schritt ist jetzt hier die Getriebelagerung zu lösen. Und da haben wir den dritten Auflagepunkt von der Antriebseinheit. Also werde ich jetzt mal hier alles öffnen. Ich löse jetzt noch das Schaltgestänge an den Schaltgabeln, damit, wenn wir das rausziehen, das Getriebe nicht da noch dran hängen bleibt. Dann kann ich nämlich die Schaltgabeln bzw. hier oben das Schaltgestänge vom Getriebe ablösen. Weil damit ist das mit dem Schalthebel selbst verbunden. So. Erster, zweiter Gang und dritter, vierter Gang. Und da hinten der Rückwärtsgang. So, die Rückwärtsgangstänge ist jetzt auch los. Dementsprechend ist alles frei. So, ich mache jetzt noch die Ölablassschraube auf, auch um zu gucken, wie das Öl aussieht, also was sich drunter befindet. Und weil das viel einfacher ist, die jetzt zu lösen, wie wenn der nachher auf dem Motorständer oder auf der Palette liegt. Oh, das hat sehr gut geklappt. Motoröl sieht schon mal normal aus. Ja, ob der Motor rausgeht oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge, denn hier wird so langsam schon dunkel. Deswegen schaltet nächste Woche wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ciao!